Auswandern und dann ganz einfach eine LLC gründen, um damit mit deinen Kunden abzurechnen. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du in Kürze auswandern willst, vielleicht zum Jahreswechsel und dafür eine LLC gründen möchtest, aber gar nicht so weißt, wie das eigentlich alles richtig funktioniert, wie man Rechnungen schreibt, was man steuerlich beachten muss in den USA, in Deutschland, wie man Konten eröffnet und was sonst noch so betreffend steuerlicher und rechtlicher Risiken rund um die LLC zu bedenken gibt, dann lade ich dich jetzt zu unserer LLC Masterclass in Edinburgh ein. Termine auf unserer Webseite, ein intensives Seminar mit mir, 1,5 Tage. Dort erkunden wir die LLC als Ticket in deine Freiheit. Und das Beste ist, alle Teilnehmer erhalten von uns eine LLC geschenkt, inklusive einjähriger Betreuung im Wert von 2.500 US-Dollar. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, dich dort zu sehen. Wie gesagt, Termine auf unserer Webseite. Alle weiteren Informationen packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ja schon viele Videos auf diesem Kanal hier veröffentlicht zum Thema US-LLC. Wir gründen diese selbst für Mandanten. Ich bin selbst 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas und wir gründen alle möglichen Rechtsformen für deutschsprachige Mandanten, die in die USA auswandern und betreuen dann diese natürlich auch steuerlich. Aber natürlich auch jene, die nicht in die USA auswandern, sind sehr an der US-LLC interessiert. Es gibt ja dazu viele Medienberichte, viele Videos auf YouTube und man hört immer so wunderbar, wie einfach alles mit der LLC ist. Und da ist natürlich auch tatsächlich etwas dran. Zunächst mal sticht die LLC im Vergleich zur europäischen Gesellschaft natürlich damit hervor, dass sie sehr gut deine Privatsphäre schützt. Entweder wird der Name gar nicht veröffentlicht oder du gründest sie in einem Staat, wo er veröffentlicht wird. Aber auch dann werden keine Bilanzen, keine Jahresabschlüsse, keine Zahlen der LLC irgendwo veröffentlicht. Die amerikanischen Banken nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Du kannst auch Konten in Europa eröffnen. Zum Beispiel bei Wise. Wenn die LLC keine amerikanische Betriebsstätte hat, sind die Gewinne in den USA nicht steuerpflichtig. Und natürlich das Beste, es gibt im Grunde genommen keine Buchhaltungspflichten. Du kannst also sehr einfach diese Gesellschaft gründen, betreiben und auch wieder schließen. Wenn du in Deutschland lebst oder in Österreich und dort unbeschränkt steuerpflichtig bist, dann ist der Einsatz der LLC auf diese Art und Weise natürlich absolut nicht zu empfehlen. Der ist geradezu gefährlich und du riskierst ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. Wanderst du aber aus, dann sieht die Sache natürlich anders aus und deswegen gibt es natürlich viele, die dir solche LLCs hier andrehen, die sie dir anbieten, aber dort doch vielfach auf die Risiken nicht hinweisen, entweder weil sie sich nicht auskennen oder weil du ihnen letztlich egal bist und sie dich auch ins Messer laufen lassen wollen. Daher befassen wir uns hier jetzt mal mit den Risiken einer solchen LLC und ob es wirklich so einfach ist, diese Gesellschaft zu gründen. Nehmen wir im ersten Szenario einmal an, du bist in ein Niedrigsteuerland ausgewandert, zum Beispiel Dubai, Malta, Zypern, Thailand oder eins der vielen anderen Niedrigsteuerländer. Jetzt lebst du in diesem Land, du gründest eine LLC, du arbeitest in diesem Land, zum Beispiel als Freiberufler oder du betreibst ein Gewerbe, vielleicht einen Online-Shop oder verkaufst Videos, Coaching etc. pp. Du schickst deinen Kunden von der LLC eine Rechnung. In den USA gibt es keine Betriebsstätte. In den USA werden also keine Steuern fällig. Jetzt könntest du vielleicht meinen, dass du dann in diesen Ländern keine Steuern bezahlen musst, weil du ja dort vor Ort keine Gesellschaft hast, weil du auf ausländische Einkünfte zum Beispiel keine Steuern bezahlen musst oder es ein anderes steuerliches Vorteilsprogramm gibt. Aber das ist natürlich in der Regel nicht so. Betreibst du zum Beispiel in Dubai, in Malta, in Zypern oder auch in Thailand eine LLC, dann hat diese LLC vor Ort in dem Land, von dem du sie betreibst, eine Betriebsstätte. Und diese Betriebsstätte wird steuerlich behandelt wie jedes andere Unternehmen auch. Das heißt also, sämtliche Steuervorteile, die du glaubtest zu haben, hast du in Wirklichkeit nicht. Betreibst du zum Beispiel eine LLC von Dubai aus, dann wird diese Gesellschaft steuerlich behandelt wie eine Gesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Steuerlich gibt es dort keinen Unterschied. Du müsstest also auch im Falle, dass du steuerpflichtig bist, diese 9% Steuer bezahlen. In Thailand wäre es ein thailändisches Unternehmen, in Zypern eine zypriotische Limited und in Malta eine maltesische Limited. Natürlich sagst du jetzt vielleicht, naja, wie kriegen denn die Länder überhaupt mit, dass ich dort eine solche LLC betreibe? Ich habe ja möglicherweise keine Offenlegungspflicht.
Das kann natürlich sein. Man kann sich immer natürlich hier auf den Grundsatz berufen, wo kein Kläger, da kein Richter. Allerdings ist das natürlich keine sehr kluge Lebensentscheidung. Und wenn deine Haltung ist, dass du letztlich hier Straftaten begehst und einfach darauf hoffst, nicht erwischt zu werden, das ist in der Regel natürlich sehr riskant. Und ich muss sagen, unsere Mandanten sind in der Regel sehr wohlhabend, die meisten von ihnen Millionäre. Also hier wollte man nicht riskieren, sich steuerlich aufs Glatteis zu begeben. Man sucht also nach einer Struktur, die rechtssicher ist, wo man keine Probleme bekommt, nicht jetzt und auch nicht in der Zukunft. Aber natürlich, es ist eine berechtigte Frage in gewisser Weise, wie die Länder das denn rausbekommen würden. Und vielfach ist es natürlich so, dass in diesen Ländern die Steuerverwaltungen nicht sehr effizient sind. Das würde es aber natürlich nicht legal machen. Wenn du dieses Risiko für dich persönlich eingehen willst, weil du sagst, naja, das kriegt eh keiner raus und man kann ja ein bisschen straffällig schon werden, gut, dann ist das deine Entscheidung. Aber wie gesagt, verwechsle es bitte nicht mit einer legal sauberen, strukturierten Lösung. Ich kann es dir auf keinen Fall empfehlen. Etwas ganz anderes wäre es natürlich, wenn du einfach nur an dieser LLC beteiligt bist. Das heißt, du arbeitest von Dubai, von Malta, von Zypern etc. nicht für diese LLC. Du hältst einfach nur die Beteiligung daran. Und die Gesellschaft wird zum Beispiel aus einem anderen Land verwaltet. Oder diese Gesellschaft ist einfach nur vermögensverwaltend tätig. Du hältst zum Beispiel Anteile, du hältst Immobilien und die Gesellschaft hat keine gewerbliche Tätigkeit. Dann sieht es ziemlich positiv für dich aus, denn dann kann man in den meisten Fällen sagen, dass du diese Gesellschaft komplett legal betreiben kannst. Du musst auf diese Einkünfte dann in den entsprechenden Ländern wahrscheinlich keine Steuern bezahlen, wobei das auch nochmal mit einem qualifizierten Steuerberater oder Steueranwalt in einem der Länder abklären solltest. Du kannst im Grunde selbst folgende Analyse machen. Würde ich selbst persönlich keine Einkommensteuer bezahlen, wenn ich nur entsprechende Einkünfte hätte, wie sie auch die LLC hat, dann ist es in der Regel auch möglich, diese Einkünfte über eine LLC zu vereinnahmen. Beispiel: Du hältst Aktien und bekommst Dividenden. Diese Dividenden sind in Dubai ja steuerfrei bei dir persönlich. Es macht also keinen Unterschied, wenn du die Dividenden über eine US-LLC hältst und die US-LLC diese Dividenden erhält. Sie sind dann auch in der US-LLC steuerfrei und folglich sind die Gewinnausschüttungen auch bei dir steuerfrei. Also eine vermögensverwaltende LLC ist in der Regel in diesen Ländern dann tatsächlich kein Problem. Manchmal macht es ja auch Sinn, eine vermögensverwaltende LLC zu gründen. Man will vielleicht hier zum Beispiel verschleiern, wer wirklich dran beteiligt ist. Man will zum Beispiel Strukturen etablieren für den Vermögensschutz. Man will sich vor bestimmten EU-Gesetzgebungen wie zum Beispiel MiCA, DAC8 etc. pp. schützen. Aber zum Thema vermögensverwaltende LLC musst du noch 3 Dinge wissen. Erstens: Trading ist nicht Vermögensverwaltung. Trading heißt, viele Trades zu machen, kurze Haltefristen zu beachten. Möglicherweise ist dein gesamtes Einkommen hier ausschließlich auf das Trading beschränkt. Wenn du also hier jeden Tag stundenlang tradest, vor einer Monitorwand sitzt und so weiter, dann machst du keine Vermögensverwaltung. Das ist dann wieder eine gewerbliche Tätigkeit und hier wird dann wiederum eine Betriebsstätte ausgelöst, auch in Ländern wie zum Beispiel Dubai, Zypern oder Malta. Genauso natürlich wie in Thailand und anderen Ländern. Zweiter Punkt: Wenn du deutscher Staatsbürger bist, fällst du unter Umständen unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Dazu mir schon viele Videos hier gemacht. Wenn du also in der vermögensverwaltenden LLC zum Beispiel deutsche Aktien hast, dann sind die Veräußerungserlöse auf den Verkauf dieser Aktien in Deutschland zu versteuern, ganz egal, ob du die direkt hältst oder indirekt über die LLC. Das gleiche gilt auch für andere deutsche Einkünfte, wie zum Beispiel Zinsen, Dividenden etc. pp. Auch wenn du, wie gesagt, weniger als 1% an dem Unternehmen hältst, im Falle von Aktien zum Beispiel. Dritte Sache: Das, was ich gerade eben gesagt habe zu deutschen Einkünften, gilt auch für Krypto. Denn Krypto aus deutscher Sicht sind nicht ausländische Einkünfte, also keine Einkünfte, die man ganz klar hier einem bestimmten Land zuweisen kann, weil ja letztlich der Coin hier auf der Blockchain lebt und nicht in einem bestimmten Land. Daher bist du auch für diese Einkünfte, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, noch für 10 Jahre in Deutschland auf Einkünfte aus Krypto inklusive Veräußerungen steuerpflichtig.
Das trifft immer dann zu, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, also zum Beispiel Dubai, Monaco etc. pp. Wenn du in ein Land wie in die Schweiz oder Malta umziehst, dann mag es zwar ein Niedrigsteuerland sein, aber du genießt Abkommenschutz durch das Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn die erweiterte beschränkte Steuerpflicht auf dich zutrifft, dann musst du die deutschen Haltefristen für Krypto einhalten, nämlich ein Jahr. Ansonsten werden diese Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig bleiben, selbst wenn du sie über eine LLC abwickelst. Damit haben wir jetzt mal den ersten Teil hier abgedeckt. Also du ziehst in ein Niedrigsteuerland um, in ein Land, in dem ausländische Einkünfte möglicherweise steuerfrei sind oder es überhaupt keine Einkommensteuer gibt, aber möglicherweise eine LLC eine Betriebsstätte auslösen wird. Was ist aber nun, wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist? Dann haben alle, die keine deutsche Staatsbürger sind, im Grunde genommen kein Problem. Wenn du jetzt nicht in Thailand ansässig bist oder auch nicht in Dubai ansässig bist, also wenn du dich nicht lange genug dort aufhältst oder keine Substanz dort hast, wie zum Beispiel Immobilien oder was auch immer das lokale Kriterium des Landes ist, dann hast du natürlich dort auch keine Betriebsstätte. Du hältst dich dort dann einfach wenige Tage möglicherweise auf, wenige Wochen und dann wird dort in der Regel keine Betriebsstätte ausgelöst. Wobei auch das ist in manchen Fällen strittig, also lass dich auch hierzu am besten nochmal beraten. Aber nehmen wir mal an, dass keine Betriebsstätte hier ausgelöst wird und du bist nicht deutscher Staatsbürger, dann hast du das von mir im ersten Teil genannte Problem nicht. Das heißt, es wird keine lokale Betriebsstätte ausgelöst. Es gibt dann demnach keine lokale Steuerpflicht für diese LLC. Wie gesagt, lass dich dort im Zweifelsfall durch einen Steuerberater oder lokalen Rechtsanwalt beraten. Wenn du jetzt deutscher Steuerzahler bist, dann hast du das Problem der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Wenn du sogenannte gewerbliche Einkünfte hast, die nicht über eine Betriebsstätte abgewickelt werden. Also das nennt man zum Beispiel Floating Income oder auch Stateless Income, also staatenloses Einkommen oder auch betriebsstättenlose Einkünfte. Und es müssen, wie gesagt, Einkünfte gewerblicher Natur sein. Freiberufler sind hier nicht betroffen. Dann sind auch diese Einkünfte, selbst wenn sie über die LLC abgewickelt werden, noch für 10 Jahre in Deutschland voll zu versteuern, selbst wenn du keine Kunden hast. Auch hierzu haben wir schon etliche Videos gemacht. Also auch hier würde jetzt die LLC dir nicht wirklich was bringen. Steuerpflicht würde in Deutschland weiter bestehen. Wie gesagt, nur bei gewerblichen Einkünften. Freiberufliche Einkünfte sind natürlich in Ordnung und natürlich auch Vermögensverwaltung ist auch wiederum in Ordnung, denn Einkünfte aus Vermögensverwaltung sind ja bekanntlich nicht gewerblich. Hier ist also die LLC eine gute Alternative, wenn sie dir hier etwas bringt, letztlich bei deiner Anlagestrategie oder in puncto Vermögensschutz zum Beispiel. Für was ich dich sensibilisieren will, ist aber im Grunde genommen Folgendes. Es wird alles Mögliche online erzählt, es wird alles Mögliche auf YouTube erzählt, aber du musst hier wirklich sehr vorsichtig sein. Die meisten, die solche Auskünfte machen, sind keine Anwälte oder Steuerberater. Sie haben keine Haftpflichtversicherung. Sie können dir erzählen, was sie wollen. Sie haften hier für ihren Rat nicht und entsprechend wird natürlich auch leichtfertig dann dieser Rat gegeben. Dass die Dinge, die ich gerade eben gesagt habe, hier tatsächlich Realität sind, dass die immer wieder aufschlagen und auch immer wieder hier zum Beispiel von Seiten des deutschen Staates bestätigt werden, das liegt auf der Hand. So hat zum Beispiel Ende 2023 das Bundesfinanzministerium ein neues Schreiben hier zum Außensteuerrecht herausgegeben. Dort wurden genau diese Punkte, die ich gerade eben genannt habe, zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht nochmals bestätigt. Anfang 2025 gab es ein Gerichtsurteil, das veröffentlicht wurde, ein Urteil des BFH, des höchsten deutschen Finanzgerichtes. Auch dieses hat nochmals die erweiterte beschränkte Steuerpflicht so bestätigt. Also die Tatsache, dass hier Deutschland ein Besteuerungsrecht hat für weitere 10 Jahre nach deinem Wegzug, genau genommen möglicherweise sogar 11 Jahre, denn es ist das Jahr des Wegzuges plus 10 weitere Jahre. Nochmal, man kann natürlich immer sagen, wo kein Kläger, dort kein Richter. Das ist sicherlich bei manchen Staaten wie Thailand oder auch den Vereinigten Arabischen Emiraten eine berechtigte Frage. Wie kann dieser Staat darauf kommen? Dennoch halte ich es für falsch, eine Strategie hier aufzubauen für dein Leben, die auf rechtlich wackeligen Füßen steht. Es ist natürlich nochmal etwas anderes beim deutschen Staat. Der deutsche Staat hat hier viele Punkte, mit dir zu interagieren. Zum Beispiel deine letzte Steuererklärung. In der letzten Steuererklärung musst du ja dem Staat, dem Finanzamt melden, ob du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist oder nicht. Der Staat kann also hier ziemlich schnell feststellen, was Sache ist. Vielfach wird auch der letzte Steuerbescheid hier ausgestellt unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Das steht dann oben auf dem Steuerbescheid drauf.
Und dann weißt du, dass die Sache hier sich für das Finanzamt noch lange nicht erledigt hat. Da könnt ihr auch Jahre später noch prüfen. Schließlich und endlich, wenn du einmal wieder nach Deutschland zurückkommst, ist das auch hier eine optimale Gelegenheit für das Finanzamt, genau nach solchen Punkten zu fragen. LLC, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, das passiert immer wieder. Wir haben Mandanten, die sind zum Teil schon über 10 Jahre aus Deutschland weg, manchmal sogar über 15 Jahre, und dann kommt hier ein bestimmter Sachverhalt nach oben, der dann für den Mandanten zum Bumerang wird. Natürlich ist dann schon einiges verjährt, aber natürlich lange nicht alles. Also als Deutscher musst du hier besonders vorsichtig sein. Was hast du hier für Alternativen? Mein Ratschlag an dich, in ein Land umzuziehen, welches ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Zypern, Malta, Thailand zum Beispiel hat ja auch ein Doppelbesteuerungsabkommen. Dann korrekt Gesellschaften zu haben, die eine Betriebsstätte haben. Zum Beispiel eine Gesellschaft auf Malta, da zahlst du 5% Steuern insgesamt, keine Einkommensteuer mehr auf diesen Betrag, außer eine 5.000 € Pauschalsteuer. Also ein guter Deal, aber natürlich auch eine Betriebsstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Firma, wo du wirklich drüber arbeitest, die dann eben möglicherweise 9% Steuern bezahlt. Das ist auch natürlich eine Möglichkeit. Die LLC, die hat schon ihren Raum. Also wie gesagt, wenn du wirklich Freiberufler bist, also das heißt, wenn deine Tätigkeit hier unter Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes erfasst wird, wenn du bisher in Deutschland als Freiberufler tätig warst, dann ist diese freiberufliche Tätigkeit nicht von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht betroffen. Das sind dann andere Dinge, die man tatsächlich beachten muss. Aber das ist dann ein anderes Video. Oder eben auch die vermögensverwaltende LLC. Oder wenn du kein Deutscher bist oder wenn deine Gattin oder dein Gatte kein Deutscher ist, dann kann natürlich auch sie eine LLC hier aus deutscher Sicht gründen, ohne dann tatsächlich hier von der Steuer erfasst zu sein. Heute meine Nachricht an dich. Wie gesagt, LLC eine super Sache. Wir machen diese selbst für viele Mandanten, aber es muss eben vom Gesamtkonzept hier stimmen. Lass dir hier nicht irgendwas aufschwatzen von irgendjemand. Nur weil es sexy klingt, ist es noch lange nicht sexy. Und wie gesagt, es ist einfach natürlich hier einen sexy Rat zu geben, wenn man hinterher dafür dann nicht belangt werden kann. Also in diesem Sinne noch einmal meine eindringliche Bitte an dich, lass dich von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt zu diesen Punkten beraten. Lass dir eine verbindliche Auskunft durch deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt geben. Möglicherweise stellt dann dein Steuerberater auch eine Anfrage ans Finanzamt und lässt sich vom Finanzamt eine verbindliche Auskunft geben, ob in deinem Fall zum Beispiel noch Steuer in Deutschland fällig werden würde, ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder nicht. Das lässt sich alles machen. Das ist ein bisschen Aufwand, das kostet ein bisschen Geld, natürlich. Aber das ist es natürlich schon wert, vor allen Dingen, wenn man dann ruhig schlafen kann. Man kann ganz enorm im Ausland Steuern sparen, aber es ist eben nicht immer so einfach, wie es manchmal verkauft wird. Es gibt hier keine Shortcuts, es gibt hier keine Abkürzungen. Je mehr Vermögen du hast, je mehr Einkommen du hast, je mehr du zu verlieren hast, desto wichtiger ist, dass du dich richtig aufstellst. Und genau dabei können wir dir natürlich helfen. Ich würde mich in diesem Fall freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieser Webseite mit hinein. Wie gesagt, wenn du dich für die LLC interessierst und du eine solche gründen möchtest und du jetzt glaubst nach diesem Video, dass die LLC für dich eine Lösung ist, würde ich mich sehr freuen, dich in Edinburgh auf einem unserer LLC Masterclass Seminare zu sehen. Die Braveheart LLC Masterclass. Braveheart, der Schrei nach Freiheit. Und da ist natürlich die LLC eine tolle Möglichkeit und kann auch dir zum Schutz deines Vermögens helfen. Wir befassen uns seit fast 20 Jahren mit solchen Lösungen. Wir beraten viele Mandanten, wenn es ums Auswandern, Steueroptimierung im Ausland und Vermögensschutz im Ausland geht. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.